3 verbotene Tricks in der Steuererklärung, die Sie nicht nutzen sollten. Darum geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Jutta Martin. Wir schauen uns in dem ersten Beispiel mal einen verbotenen Trick an mit einem konkreten Beispiel aus der Praxis und danach folgen noch 2 andere Beispiele, die ebenfalls fatale Auswirkungen haben könnten. Sichern Sie sich inzwischen den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung und schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Kommen wir zum verbotenen Trick Nummer 1. Kilometerfahrleistung angeben, die Sie nicht belegen können. Hier der ganz konkrete Fall aus der Praxis. Eine junge Frau arbeitet als Steuerfachangestellte und bot ihrem Onkel, der Montagearbeiter ist, an, seine Steuererklärung zu machen. Naja, nun gut, das Thema Steuererklärung mag keiner so wirklich gerne und er war sehr froh darüber und willigte ein. Die Nichte, die benutzte eine Software und erfasste diese verschiedenen Baustellen und tat aber so, als ob ihr Onkel zu jeder Baustelle mit seinem eigenen privaten Pkw gefahren ist. Ja, sie hat ignoriert, dass er teilweise mit dem Firmenfahrzeug gefahren ist und die Kilometer, die da im Endeffekt zusammengekommen sind, überhaupt nicht nachweisbar sind. Aber sie hatte ihm eine fette Steuererstattung ausgerechnet. Onkel und Nichte waren zufrieden und reichten die Steuererklärung beim Finanzamt ein. Nun ja, das Finanzamt lässt sich auch nicht gerne für dumm verkaufen. Die wissen schon ungefähr, welche Firmen auch Betriebsfahrzeuge oder Sammelbeförderung zur Verfügung stellen und forderten natürlich einen Nachweis über die gefahrenen Kilometer. Ja, wie weist man die gefahrenen Kilometer nach? Ganz einfach durch TÜV-Protokolle, Werkstattrechnungen oder aber auch durch die Versicherungspolice. Ja, das konnte er nicht. Hier kam noch hinzu, dass der Pkw nicht auf seinen Namen zugelassen war, sondern auf den Namen der Partnerin und die Versicherung ebenfalls auf den Namen der Partnerin lief. Also er besaß nicht mal ein eigenes Auto. Abgesehen davon konnte die gefahrene Kilometerleistung bei weitem nicht annähernd nachgewiesen werden. Ja, das ist nun ganz schön dumm gelaufen. Die Finanzämter lassen sich nicht für dumm verkaufen. Und was war die Folge? Er bekam statt einer fetten Steuererstattung ein Bußgeld in Höhe von 1.500 € wegen Steuerhinterziehung. Ja, und so ein Bußgeld wegen Steuerhinterziehung, das hängt einem natürlich jahrelang an. Es ist ein Vermerk in der Akte und ja, und so wird in den Folgejahren natürlich dieser Fall immer intensiv geprüft. Lassen Sie das sein, machen Sie solche Schummeleien nicht. Beantragen Sie nur die Kilometerleistung, die Sie auch wirklich anhand Ihrer Rechnungen oder Ihres Tachostandes am 1.1. und am Jahresende belegen können. Es kann Ihnen sonst sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Ja, dann geht es weiter mit verbotenen Trick Nummer 2. Bleiben Sie dran. Verbotener Trick Nummer 2: Kosten der privaten Lebensführung. Manchmal muss ich schmunzeln, wenn ich ungewollt Zeuge eines Gesprächs werde, wo sich die Leute im wahrsten Sinne des Wortes wirklich gegenseitig die Taschen vollhauen. Da prahlen die gegenseitig, was sie alles in der Steuererklärung abgesetzt haben. Das fängt an, Handykosten für die Kinder, ein Segelturn, Schönheitsoperation, Kosten für einen runden Geburtstag oder aber auch die Anwaltskosten für eine stornierte Urlaubsreise. Lassen Sie sowas sein. Solche Kosten sind steuerlich nicht absetzbar und sind Kosten der privaten Lebensführung. Wenn Sie solche Kosten beantragen, wird das Finanzamt Sie künftig genauer unter die Lupe nehmen. Und keiner liest sich im Endeffekt in den Erläuterungen durch, dass da drin steht, dass die und die Kosten nicht anerkannt wurden. Aber es ist immer wieder zu belauschen, dass die Leute solche Kosten angeblich als außergewöhnliche Belastungen ansetzen. Außergewöhnliche Belastungen sind ganz anders und eindeutig definiert. Da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Also lassen Sie das, irgendwelche Sachen, die überhaupt nichts mit der Erzielung Ihres Einkommens zu tun hat, in der Steuererklärung anzusetzen. Ja, das war der Trick Nummer 2, den Sie nicht anwenden sollten. Schauen wir uns gleich den Trick Nummer 3 an. Ja, beim verbotenen Trick Nummer 3 geht es um die Nebenkostenabrechnung oder Betriebskostenabrechnung für Mieter einer Mietwohnung. Da gibt es einmal den Personenkreis,
der ein Guthaben wieder bekommt und sich sagt, ich kann ja nicht steuerlich absetzen, ich habe ja ein Guthaben von meinem Vermieter bekommen. Dann gibt es zweitens die Leute, die setzen ihre kompletten Betriebskosten in der Steuererklärung an, also inklusive Wasser, Strom, Heizung, Grundsteuer, Versicherung, was da so alles ist. Das geht natürlich überhaupt nicht, weil die Verbrauchskosten Kosten der privaten Lebensführung sind. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sagen sich, ach, ich musste ja Summe X nachzahlen, die kann ich in der Steuererklärung angeben. Das geht natürlich auch nicht. Also es gibt viele Hausverwaltungen, die machen das schon sehr ordentlich. Die führen in der Betriebskosten- oder Nebenkostenabrechnung genau auf, steuerlich absetzbare Aufwendungen nach Paragraph 35a Einkommensteuergesetz. Dann wird unterteilt nach haushaltsnahen Dienstleistungen, Handwerkerleistungen oder von Selbstständigen. Und das sind dann 2 bis 3 Positionen meistens und da liegen Sie auf der richtigen Seite. Haben Sie solche eine Zusammenfassung von Ihrer Hausverwaltung nicht bekommen, dann gehen natürlich nur solche Positionen, die Arbeitslohn darstellen. Das ist zum Beispiel der Hauswart, das ist alles, was Wartungskosten sind, also Wartung Heizung, Wartung Spielplatz, Wartung Fahrstuhl und so weiter. Dann die Reinigung, Treppenhausreinigung, Gebäudereinigung, Glasreinigung, Straßenreinigung, sowas. Also alles, was Arbeitslohn da ist. Das ist das, was Sie tatsächlich in Ihrer Steuererklärung aus Ihrer Nebenkostenabrechnung absetzen können. Also nicht die Nachzahlung und nicht die kompletten Betriebskosten, aber wenn Sie eine Gutschrift bekommen, auch nicht komplett drauf verzichten. Ja, das waren jetzt diese 3 verbotenen Tricks und ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit weiterhelfen. Ja, meine lieben Zuschauer, wenn Sie nicht in das Visier des Finanzamtes geraten wollen, beherzigen Sie diese 3 Tricks. Übertreiben Sie erstens nicht mit den gefahrenen Kilometern. Setzen Sie wirklich als Arbeitnehmer jetzt nur so viel Kilometer an, wie Sie auch belegen können. Also in dem Fall hatten wir ja ein Beispiel bei Einsatzwechseltätigkeit. Wenn Sie jetzt zur ersten Tätigkeitsstätte fahren, sieht es ein bisschen anders aus. Da können Sie immer gegenrechnen, was für Sie günstiger ist. Die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel oder die Fahrkostenpauschale bis zu einer Summe von 4.500 Euro. Fahren Sie aber auf wechselnde Einsatzstellen, auf Baustellen mit Ihrem Auto, müssen Sie jeden gefahrenen Kilometer eben belegen können durch Werkstattrechnung, TÜV-Protokoll oder auch durch Ihre Versicherungspolice. Und da wird auch noch oft genug geschummelt. Ja, und das Zweite ist, lassen Sie es sein, Kosten der privaten Lebensführung in der Steuererklärung anzusetzen. Sie kriegen ein Vermerk in Ihrer Akte und werden künftig intensiver geprüft, ja, weil es einfach nicht da reingehört. Wir hatten ein paar Beispiele genannt. Kosten der privaten Lebensführung, also keine Geburtstagsfeiern, keine Handykosten für die Kinder, kein Segeltörn, keine Anwaltskosten wegen einer stornierten Urlaubsreise, hat alles nichts mit dem Geldverdienen zu tun, sind keine Werbungskosten, sind Kosten der privaten Lebensführung. Und das dritte waren die Betriebskostenabrechnung. Also schauen Sie sich Ihre Betriebskostenabrechnung genauer an, lesen Sie sich das durch. Manche weisen auch extra aus Ihr Anteil und dann gucken Sie, welche Positionen Arbeitslohn darstellen. Ja, das war es heute in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit den 3 verbotenen Tricks, die Sie eigentlich nie machen sollten, weiterhelfen, um Ihnen zu ersparen, dass Sie ins Visier Ihres Finanzsachbearbeiters geraten. Ja, sichern Sie sich hier unter dem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder kaufen Sie sich auch den Leitfaden für die Steuererklärung für Rentner. Kommen Sie auch gerne in meine Facebook-Gruppe und wenn Ihnen das Video gefallen hat, aktivieren Sie die Glocke und geben Sie gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.